Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu 911 Scales. Gerade wurde der neue 911 GT3 vom 992 vorgestellt in Shark Blue. Sieht unheimlich geil aus und ja, auch schon das Pressematerial ist draußen. Ein schönes Video vom Porsche, von dem Fahrzeug, und nachdem euch das ja schon vom Taycan gefallen hatte, machen wir es auch jetzt wieder. Wir gehen mal fix die technischen Daten durch und dann hüpfen wir fix wieder rüber in Konfigurator, weil auch da kann man jetzt sich schon durchklicken. Der neue GT3 ist ja wirklich brutales Auto, tatsächlich aber gar nicht so unterschiedlich zum Vorgänger. Leistet jetzt 510 PS, das heißt 10 PS mehr als vorher und hat auch 10 Newtonmeter mehr anstatt 460 Newtonmeter, jetzt 470 Newtonmeter. Beschleunigung immer noch 3,4 Sekunden mit PDK oder mit Schaltgetriebe. Braucht das Fahrzeug jetzt 3,9 Sekunden auf 100 km/h. Fahrzeug ist größer, breiter, wiegt aber ungefähr dasselbe. Sind jetzt bei 1418 Kilogramm mit dem 6-Gang-Schaltgetriebe oder 1435 Kilogramm mit dem PDK. Was ist neu? Vorne an der Vorderachse gibt es jetzt ein Doppelquerlenker-Layout und es gibt einen Schwanenhals-Heckflügel. Das heißt, wie wir es schon aus dem Motorsport kennen, der Flügel ist von oben aufgehängt, um die Aerodynamik noch krasser zu verbessern. Diffusor ist hinten auch noch wesentlich markanter. Spitzengeschwindigkeit liegt auch mit Schaltgetriebe bei 320 km/h und 318 km/h mit PDK. Ja, was wesentlich brutaler ist als vorher, die Nürburgring-Rundenzeit, als hätten sie es drauf angelegt, unter 7 Minuten, 17 Sekunden schneller als der Vorgänger, jetzt 6 Minuten 59, 9,27 vom Lars Kern wieder aufgestellt, der ja auch schon damals mit dem GT2 S dort unterwegs war und den Rundrekord aufgestellt hat. Reifen wurden die Pilot Sport Cup 2Rs verwendet, also das ist wirklich einer der krassesten straßenzugelassenen Reifen, die es gibt. Reifen sind jetzt übrigens auch wieder ein bisschen größer, jeweils 10 mm an der Vorder- und Hinterachse. An der Vorderachse jetzt 255 mm auf 20 Zöllern und wie wir es vom 992 kennen, 21 Zöller hinten mit 315 mm. Also schon richtig Gummi dran, wieder ein bisschen gewachsen. Gewicht wird niedrig gehalten, indem es jetzt den CFK-Kunststoff in der Motorhaube gibt, es das Leichtbauglas gibt und auch die Bremsscheiben und die Leichtmetallräder sind auch nochmal gewichtsoptimiert im Gegensatz zum Standard 992, so wie man es vom GT3 halt auch erwartet. Spritverbrauch, wen es interessiert, beim normalen Schaltgetriebe 13,3 Liter, beim PDK 12,4 Liter Verbrauch. Ja, sonst natürlich, Fahrzeug ist auch wieder tiefer als der 992, ganze 20 mm Liftsystem gibt es dann auch wieder optional, das zeige ich euch gleich noch im Konfigurator. Anders neu noch im Interieur gibt es jetzt einen neuen Schalthebel. Das Fahrzeug verfügt auch nicht über einen 8-Gang PDK, sondern über einen 7-Gang PDK. Der Wahlhebel für das PDK sieht im Prinzip aus wie für den manuellen Schalter auch. Ja, und man kann jetzt auch den extra Track-Screen sich anwählen. Ja, da schließt Porsche ein bisschen auf zur Konkurrenz, würde ich mal sagen. Dann gibt es nur noch den Reifendruck, Öldruck, Öltemperatur, Füllstand des Kraftstofftanks und die Wassertemperatur sowie die Rundstreckenzeit werden einem dann angezeigt. Das ist natürlich ganz praktisch, wenn man wirklich auf der Rennstrecke unterwegs ist. Das hat dann wirklich einen Vorteil, wenn man dieses fast voll digitale Display vor sich hat. Wer auch wieder bei der Porsche Exclusive Manufaktur einkaufen will, der kann das auch beim GT3 natürlich tun. Das heißt, Paint to Sample, Individualfarbe ist erhältlich. Man kann sich ein Leichtbaudach aus Carbon holen und es gibt auch wieder eine extra Uhr dazu. Wer dies möchte, den individuellen Chronograph, den kann man sich auch vom Porsche Design dazu kaufen. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir mal den Konfigurator an. Fahrzeug beginnt hier bei 167.518 €. Ganz unten beim 911 jetzt vorhanden. Standardausführung kommt hier in weiß der Serienfarbe. Farbpalette ist tatsächlich nicht großartig anders als beim 992, wie wir es haben. Wir haben schwarz, weiß, indisch-rot, Racing-gelb, Carrera Weiß Metallic, Tiefschwarz Metallic, Achat Grau Metallic, Dolomit Silber Metallic, GT Silber Metallic, Enzian Blau Metallic, Sonderfarben. Haben wir Python Grün, Lava Orange, Kreide. Ja, und jetzt ganz neu Shark Blue. Die will ich auch unbedingt haben. Ich finde, das sieht so geil aus. Ich habe auch schon die Modellautos gesehen, die kommen auch unter anderem in Shark Blue. Und ja, Räder gibt nur eine Ausführung, wie wir es von den GT-Fahrzeugen kennen. 20 Zoll vorne, 21 Zoll hinten. Beim Radzubehör kann man sich ein bisschen ausspielen lassen. Also wir haben die einmal Schwarzseidenglanz, dann Schwarzseidenglanz mit dem Shark Blue Streifen drumherum. Das sieht, finde ich, auch wirklich am besten aus. Gibt ja noch Neodym, das ist schon ziemlich krass, wenn man das anwählt. Jo, ne? Ich gehe mal wieder mit der anderen Option.
Und ja, das geht dann so weiter. Reparaturset kann man sich noch dazu nehmen. Ja, Serienausstattung mit Racetex, also mit dem Alcantara. Oder man kann auch noch die Lederausstattung wieder mit Alcantara dazu nehmen. Können wir machen. Gibt es auch sogar in Kontrastnaht mit Shark Blue. Dann sehen wir, wird das hier an der Tür, wird das dann blau. Und auch hier unten ist das alles blau. Hier nochmal der neue Gangwahlhebel für das PDK, sieht brutal geil aus, das Ding wie ein manueller Schalter. Ja, Sitze können wir natürlich die normalen Sitze nehmen. Glaube ich, macht wirklich kaum jemand bei einem GT3. Es gibt natürlich die Sportsitze, aber wir gehen natürlich Vollschalensitze, wie es sich gehört, aus dem neuen 18er. Sehen tatsächlich auch noch, so wie ich das sehe, exakt gleich aus wie beim Vorgänger. Ich glaube, da hat sich nichts verändert. Wir haben immer noch das Carbon hier zwischen Kopfstütze und Rückenlehne. Wir haben ja die Rückenlehne, wie wir sie auch schon vorher kannten, und wir haben dann auch die Mittelteile in dem Sitz selbst auch nochmal schön als Kontrast. Sieht sehr gut aus. Ja, Ziernähte können wir auch wieder anwählen. Ausstattungspakete gibt hier das Clubsport-Paket. Das nehme ich auch mal dazu. Ich nehme es mal gleich noch mit Feuerlöscher dazu. Dann hat das Fahrzeug den Überrollkäfig hinten drin. Dann, man kann das Leichtbaudach aus Carbon nehmen. Dann sehen wir hier oben auf dem Dach, sehen wir das. Das ist ordentlich, kostet auch schon mal gleich 3.600 €. Außenspiegel, Exterieurfarbe, Porsche-Schriftzug, ganz viele Modellbezeichnungen, wie man das möchte. Schwarz, Aurum, Rot, weiter Modellschriftzug in Rot und so weiter, was man es möchte. Exclusive Tankdeckel gibt es natürlich auch wieder. Das kleine Ding in Aluminiumoptik für 130,90 €. Finde ich schon echt witzig. Steinschlagsfolie gibt es auch wieder. Das kleine Ding hier hinten, wie man es kennt vom 930 Turbo. Ja, Antriebfahrwerk, man kann wählen 7-Gang PDK, 6-Gang Schaltgetriebe. Ich bleibe mal hier beim PDK. Ich denke mal generell, das ist die bessere Wahl, besonders für die Rennstrecke. Chronopaket mit Vorrüstung für den Lap-Trigger. Chronopaket hat das Fahrzeug sowieso. Das hier dreht sich wirklich nur für die Vorrüstung. Die gibt es dann im Porsche Equipment. Den Lap-Trigger kann man sich dann da nochmal holen. Kraftstofftank 90 Liter. Finde ich eigentlich Must-Have. Ja, Keramikbremsanlage. Da spalten sich ja die Geister, was man da tatsächlich möchte für die Rennstrecke. Ist teilweise auch die Stahlbremse besser geeignet, lässt sich wesentlich einfacher warten. Bremssättel kann man nochmal in schwarz lackieren, das sieht dann noch ein bisschen cooler aus. Und Liftsystem vor der Achse gibt es natürlich auch. Das Liftsystem würde ich auch tatsächlich sehr empfehlen bei einem so niedrigen Fahrzeug. Klar, ich habe jetzt nicht die Erfahrung, großartig darauf zu verweisen. Bin jetzt mit dem GT3 selbst noch nicht im Straßenverkehr unterwegs gewesen, aber wenn ein Fahrzeug 20 mm tiefer liegt, dann braucht man das auf alle Fälle. Jetzt hat auch endlich mal der Konfigurator aktualisiert. Ich finde, es sieht einfach so geil aus mit den schwarzen Bremsbelägen. Gab es früher, glaube ich, beim GT3 nicht. Licht und Sicht, da gibt es auch was Neues. Ne? Die LED-Scheinwerfer mit dem Shark Blue Ring drin. Was aber ganz lustig ist, wenn ich jetzt auf die Matrix-LEDs gehe, die gibt es zwar abgedunkelt, aber die haben nicht diesen Shark Blue Ring drin. Die haben auch wieder PDLS Plus. Schade, ist jetzt hier gerade leider nicht weiter ausgefügt, ob das denn dieselben Matrix-LED-Leuchter sind wie auf dem normalen 992, wo die dann den Verkehr ein- und ausleuchten. Gehe ich jetzt aber mal davon aus. Ja, Exclusive Design Heckleuchte gibt es auch wieder. Dann ist die transparent. Bei Shark Blue sieht das, glaube ich, nicht so cool aus. Bei manchen Farben wirkt das aber tatsächlich sehr, sehr gut. Dann natürlich die automatisch abblendenden Außenspiegel mit integriertem Regensensor und natürlich gibt es auch noch die Privacy-Verglasung. Die würde ich auch ruhig mal dazu nehmen, die Exclusive Design Heckleuchte bei Shark Blue. Konfigurator hängt zurzeit ein bisschen. Ich denke mal, es sind sehr viele Leute gerade drin und wollen sich dieses Auto konfigurieren. Zumindest mal rumspielen, wie wir das gerade machen. Komfortassistenzsysteme, ja, gibt es relativ wenig. Gibt kein Radar, Abstandshalter. Braucht man vielleicht beim GT3 nicht. Wäre aber lustig gewesen, wenn es den tatsächlich geben würde. Fahrzeug kommt ja, glaube ich, auch noch als Touring-Paket auf den Markt. Das heißt, wenn man das Fahrzeug ein bisschen mehr auf der Straße fahren möchte, ist das, glaube ich, dann die bessere Wahl. Ja, Rückfahrkamera braucht man natürlich, Verkehrszeichenerkennung. Warum ist sowas nicht Standard bei einem Porsche? Naja, zahlt man halt die 416 €. Homelink, Garagenöffner kann man auch noch dazu nehmen, kann man sich sonst aber auch sparen. Interieur gibt hier das Lichtdesign-Paket, wie wir es auch aus dem 992 kennen. Dann sind einfach noch ein paar andere Lichtquellen im Fahrzeug, also hier Formbereich, dimmbar, und man kann sich das dann auch wieder in 7 Farben einstellen, also wie die Ambientebeleuchtung. Sitzheizung gibt es natürlich auch, funktioniert aber nicht mit den Schalensitzen. Na, da müssten wir das abwählen, gibt es nur bei den 4-Wege elektrischen oder 18 Wegen elektrischen bei den Sportsitzen. Ablagenpaket kann man sich dazu nehmen, gibt es wieder ein extra Netz unten im Fußraum, müsste das sein. Ja, genau. Dann natürlich Exclusive Fahrzeugschlüssel, Feuerlöscher haben wir schon an Bord. Ja, Sicherheitsgurte kann man sich machen, gibt es aber nicht in Blau. Indisch Rot, Lizardgrün, Silbergrau oder Racing Gelb. Ja,
Was wieder geil ist, man kann sich den Kindersitz auf den Beifahrersitz machen. Ich finde es so geil. Wenn der Papa oder die Mama dann das Kind auf der Rennstrecke mal ein bisschen bespaßen will, kann man das damit zu genial des Porsches anbieten. 6-Punkt-Gurt für die Beifahrerseite ist richtig geil. Wenn man das Fahrzeug mehr auf der Rennstrecke fährt, dann sitzt der Beifahrer auch ordentlich fest. Und da unten haben wir doch die Sicherheitsgurte in Shark Blue. Na, sowas Furioses oben, da nicht, aber hier sehr cool, gibt sie doch. Wunderbar. Ich weiß jetzt nicht, ob der Konfigurator das aktualisiert. Interieur Leder kann man natürlich auch wieder ausrasten mit ganz viel Exclusive Manufakturoptionen, die Sonnenblenden, die Fußmatten, die Luftdüsen, alles gar kein Problem. Fahrzeugschlüsseletui auch Leder, kann man sich auch wieder noch extra konfigurieren. Da kann man dann auch wieder voll ausrasten, ne? Ja, genau. Also damit kann man dann auch weitermachen. Mache ich jetzt mal nicht in dem Video. Ich glaube, das ist nicht allzu wichtig. Racetex, ne? Das ist das Alcantara, damit geht es dann auch Schlüsseletui und so weiter. Mit Carbon natürlich auch, Bordmappbögen, Carbon, matt, spannend. Sachen gibt es, habe ich vorher auch noch nicht gewusst, ja. Aluminium, die Pillerie in Aluminium finde ich tatsächlich ganz cool. Hose gibt es natürlich auch wieder, Porsche Vehicle Tracking Plus gibt es auch wieder und die Werksabholung kann man sich auch wieder dazu holen. Ja, sind wir schon bei über 200.000 Euro, so wie ich mir das gedacht habe. Hat jetzt nicht großartigen Riesenwert, das hier so zu machen. Die Fahrzeugquoten sind ja sehr rar gesät. Gratulation an jeden, der einen direkt im Porsche-Zentrum bekommt, der die Quote hat. Ihr werdet ein unheimlich geiles Auto haben, bin ich mir sicher. Wer sein Glück versuchen will, die Kontaktdaten von Laura Siebert sind auch hier wieder eingeblendet und unten in der Videobeschreibung. Ich kann natürlich keinem garantieren, dass beim Porsche-Zentrum Mannheim noch Quoten für einen GT3 zu haben sind. Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen, hier mal fix durch den Konfigurator zu klicken, kurz die Daten durchzugehen und ich hoffe, dass irgendwann mal so ein Fahrzeug im Porsche-Zentrum steht. Ich fand es sehr cool, das Feedback vom GT3 RS und GT3 im Showroom und vielleicht haben wir ja auch Glück, das mal mit dem neuen 992 GT3 zu machen. Das wäre unheimlich genial. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst einen Daumen oben da, lasst gerne ein Abo da. Über 90% von euch gucken, ohne zu abonnieren. Ist nur ein kleiner Klick, der mir unheimlich viel hilft und ich denke auch, meine nächsten Videos werden euch sehr gefallen, die online sind. Also macht das gerne, ich würde mich drüber freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Allah, ciao!